Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Sonja Müller, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3: Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation: Sie wollen gerne ein Haustier haben. Die Aufgabe: besprechen Sie, was Sie da tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Welches Tier? Warum? Wo bekommen Sie das Tier? Wie kümmern Sie sich darum? Wann abholen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Daniel, wie geht es dir heute? Hallo Maria, mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Ich habe eine Frage an dich. Was denn? Hast du Lust, ein Haustier zu haben? Ein Haustier? Das ist ja spannend. Ja, warum nicht? Ich mag Tiere. Welches Haustier möchtest du denn haben? Ich habe an eine Katze gedacht. Ich finde Katzen sehr süß und kuschelig. Und sie sind auch sehr selbstständig und pflegeleicht. Was meinst du? Das stimmt, Katzen sind tolle Tiere. Aber hast du dir auch überlegt, wie viel Arbeit sie machen? Natürlich habe ich das. Ich weiß, dass Katzenfutter, Wasser, ein Katzenklo, Spielzeug und viel Liebe brauchen. Ich bin bereit, mich um all das zu kümmern. Das ist schön zu hören. Aber wie können wir das organisieren, wenn wir arbeiten oder verreisen? Katzen brauchen auch jemanden, der sich um sie kümmert, wenn wir nicht da sind. Das ist kein Problem. Ich habe eine Freundin, die auch eine Katze hat. Sie hat mir angeboten, unsere Katze zu betreuen, wenn wir mal weg sind. Und wir würden das Gleiche für sie tun. Was sagst du dazu? Das klingt nach einer guten Lösung. Aber was ist mit dem Vermieter? Erlaubt ihr uns, eine Katze zu halten? Ja, das erlaubt er. Ich habe ihn schon gefragt. Er hat nichts dagegen, solange die Katze keine Schäden anrichtet oder Lärm macht. Er ist ein netter Mann. Das ist ja super. Und wo bekommen wir die Katze? Wollen wir sie kaufen oder adoptieren? Ich möchte sie lieber adoptieren. Es gibt so viele Katzen, die ein Zuhause suchen. Ich möchte einer von ihnen eine Chance geben. Wie findest du das? Ich finde das auch besser. Eine Katze aus dem Tierheim zu holen ist eine gute Tat. Was braucht sie eigentlich? Die Katze braucht ein paar Sachen, wie zum Beispiel ein Katzenklo, ein Katzenbett, eine Katzentoilette, ein Kratzbaum, ein Halsband, eine Leine, eine Bürste, ein Spielzeug, ein Futter, ein Wasser und eine Tierarztversicherung. Das sind die wichtigsten Sachen. Alles klar. Wir müssen auch darauf achten, dass die Katze regelmäßig gespielt und geimpft wird. Hast du schon eine Vorstellung, wie die Katze aussehen oder heißen soll?
Hast du schon eine Vorstellung, wie die Katze aussehen oder heißen soll? Nicht wirklich. Ich bin aber offen für alles. Nicht wirklich. Ich bin aber offen für alles. Ich möchte nur, dass sie gesund und glücklich ist. Und dass wir uns gut verstehen. Ich möchte nur, dass sie gesund und glücklich ist. Und dass wir uns gut verstehen. Ja, das ist die Hauptsache. Ich bin mir sicher, dass wir eine tolle Katze finden werden. Ja, das ist die Hauptsache. Ich bin mir sicher, dass wir eine tolle Katze finden werden. Ja, ich freue mich schon sehr auf unsere Katze. Ja, ich freue mich schon sehr auf unsere Katze. Wann sollen wir sie holen? Wann sollen wir sie holen? Wir sollten sie so bald wie möglich holen. Wir sollten sie so bald wie möglich holen. Je früher wir sie holen, desto schneller können wir uns aneinander gewöhnen. Je früher wir sie holen, desto schneller können wir uns aneinander gewöhnen. Und desto schneller können wir uns lieben. Und desto schneller können wir uns lieben. Wir können morgen ins Tierheim gehen und uns eine Katze aussuchen. Wir können morgen ins Tierheim gehen und uns eine Katze aussuchen. Was hältst du davon? Was hältst du davon? Einverstanden. Ich bin gespannt, welche Katze wir nehmen werden. Einverstanden. Ich bin gespannt, welche Katze wir nehmen werden. Ich bin sicher, dass wir eine tolle Katze haben werden. Ich bin sicher, dass wir eine tolle Katze haben werden. Ich bin froh, dass du mit mir ein Haustier haben willst. Ich bin froh, dass du mit mir ein Haustier haben willst. Wir werden viel Spaß haben. Bis morgen dann. Wir werden viel Spaß haben. Bis morgen dann. Ja, das glaube ich auch. Bis morgen. Tschüss. Ja, das glaube ich auch. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Die Situation. Sie wollen gerne zusammen eine Reise nach Rom machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Wann gehen? Wie lange bleiben? Flüge und Hotel buchen? Was sehen? Essen probieren? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Paul. Wie geht es dir? Hallo Lisa. Mir geht es gut, danke der Nachfrage, und dir? Ganz gut, danke. Du, ich habe eine aufregende Idee. Was hältst du davon, wenn wir zusammen eine Reise nach Rom machen? Oh, das klingt fantastisch. Ich habe schon so viel über Rom gehört. Ich bin dabei. Super, dann ist es entschieden. Lass uns überlegen, wann wir gehen und wie lange wir bleiben. Ja, das ist eine wichtige Frage. Wann würdest du gerne nach Rom reisen? Wie wäre es mit dem nächsten Monat? Wir könnten 4 Tage dort verbringen. Ja,
Ich habe keine Pläne für den nächsten Monat. 4 Tage in Rom hören sich perfekt an. Gut, dann haben wir unser Reisedatum. Ich werde nach Flügen suchen und dir Bescheid geben. Danke, Lisa, du bist echt gut in der Planung. Gerne, es macht mir Spaß, solche Dinge zu organisieren. Wir sollten auch eine Unterkunft buchen. Ja, das sollten wir. Ich denke, ein Hotel in der Nähe der Sehenswürdigkeiten wäre am besten. Wie findest du das? Ich stimme dir zu. Ich werde nach Hotels suchen, die zentral gelegen sind. Perfekt. Ich vertraue dir bei der Wahl des Hotels. Danke, Paul, ich werde mich darum kümmern. Gibt es bestimmte Sehenswürdigkeiten, die du unbedingt sehen möchtest? Ich möchte auf jeden Fall das Kolosseum und den Petersplatz besichtigen. Oh, und die Sixtinische Kapelle. Das klingt nach einer tollen Liste. Ich möchte auch den Trevi-Brunnen und das Pantheon sehen. Das sind großartige Sehenswürdigkeiten. Wir sollten uns eine Liste machen und sicherstellen, dass wir nichts verpassen. Klar, ich werde eine Reisecheckliste vorbereiten, damit wir alles im Blick haben. Du bist echt gut vorbereitet, Lisa. Ich bin dankbar, dass du die Reiseplanung übernimmst. Das mache ich gerne, Paul. Es ist schön, dass wir diese Reise zusammen machen. Ich bin auch dankbar, Lisa. Mit dir wird es sicherlich ein unvergessliches Abenteuer. Dann sollten wir uns auch über die Verpflegung während der Reise Gedanken machen. Ja, das ist eine wichtige Sache. Ich schlage vor, dass wir uns in Rom in Restaurants verwöhnen lassen. Was denkst du? Gute Idee. Die italienische Küche ist so lecker. Ich freue mich schon auf Pasta und Pizza. Ich habe gehört, dass es in Rom die besten gibt. Oh ja. Und nicht zu vergessen das italienische Eis. Das müssen wir unbedingt probieren. Definitiv. Ich werde sicherlich viel Eis essen. Ich hoffe, ich bekomme keine Eiskugelkoma-Zustände. Das wird sicherlich ein Genuss. Wir könnten auch ein paar Snacks für unterwegs mitnehmen. Das wird sicherlich ein Genuss. Wir könnten auch ein paar Snacks für unterwegs mitnehmen. Ja, das könnten wir machen. Ich werde ein paar Müsli-Riegel und Obst einpacken. Ja, das könnten wir machen. Ich werde ein paar Müsli-Riegel und Obst einpacken. Und ich könnte einige Getränke besorgen, damit wir unterwegs hydratisiert bleiben. Und ich könnte einige Getränke besorgen, damit wir unterwegs hydratisiert bleiben. Du denkst wirklich an alles, Lisa. Du bist eine großartige Reisepartnerin. Du denkst wirklich an alles, Lisa. Du bist eine großartige Reisepartnerin. Danke, Paul. Ich möchte, dass unsere Reise reibungslos verläuft und wir jede Minute genießen können. Danke, Paul. Ich möchte, dass unsere Reise reibungslos verläuft und wir jede Minute genießen können. Das wird bestimmt so sein. Es ist so schön, all die Pläne mit dir zu machen. Das wird bestimmt so sein. Es ist so schön, all die Pläne mit dir zu machen. Ich fühle genauso, Paul. Ich bin dankbar, dass du dabei bist und wir diese Reise zusammen erleben können. Ich fühle genauso, Paul.
Ich bin dankbar, dass du dabei bist und wir diese Reise zusammen erleben können. Paul, vielleicht könnten wir auch ein paar Aktivitäten planen, die wir in Rom unternehmen können. Paul, vielleicht könnten wir auch ein paar Aktivitäten planen, die wir in Rom unternehmen können. Ja, das ist eine gute Idee. Wir könnten eine Stadtrundfahrt machen oder an einer geführten Tour teilnehmen. Wir könnten eine Stadtrundfahrt machen oder an einer geführten Tour teilnehmen. Genau. Das könnte uns helfen, die Stadt besser kennenzulernen und ihre Geschichte zu verstehen. Genau. Das könnte uns helfen, die Stadt besser kennenzulernen und ihre Geschichte zu verstehen. Und vielleicht könnten wir auch ein paar Museen besuchen. Rom hat so viele historische Schätze. Und vielleicht könnten wir auch ein paar Museen besuchen. Rom hat so viele historische Schätze. Das stimmt. Das Vatikanische Museum und das Kapitolinische Museum stehen definitiv auf meiner Liste. Das stimmt. Das Vatikanische Museum und das Kapitolinische Museum stehen definitiv auf meiner Liste. Das klingt nach einer spannenden Erfahrung. Ich freue mich darauf, all die Kultur und Kunst zu entdecken. Das klingt nach einer spannenden Erfahrung. Ich freue mich darauf, all die Kultur und Kunst zu entdecken. Und wie wäre es mit einem Abendspaziergang entlang des Tiberufers? Rom ist nachts so romantisch. Und wie wäre es mit einem Abendspaziergang entlang des Tiberufers? Rom ist nachts so romantisch. Oh ja, das hört sich nach einer romantischen Idee an. Ich bin sicher, es wird wunderschön sein. Oh ja, das hört sich nach einer romantischen Idee an. Ich bin sicher, es wird wunderschön sein. Ich werde mir auch eine Liste von Restaurants machen, die für ihre köstliche italienische Küche bekannt sind. Ich werde mir auch eine Liste von Restaurants machen, die für ihre köstliche italienische Küche bekannt sind. Das ist eine großartige Idee. Ich bin bereit, die besten italienischen Gerichte zu probieren. Das ist eine großartige Idee. Ich bin bereit, die besten italienischen Gerichte zu probieren. Und denk daran, dass in Italien das Trinkgeld nicht üblich ist. Es ist bereits im Service enthalten. Und denk daran, dass in Italien das Trinkgeld nicht üblich ist. Es ist bereits im Service enthalten. Gut zu wissen. Ich werde daran denken, kein zusätzliches Trinkgeld zu geben. Gut zu wissen. Ich werde daran denken, kein zusätzliches Trinkgeld zu geben. Du lernst schnell, Paul. Ja, ich möchte sicherstellen, dass wir uns respektvoll verhalten und die Kultur respektieren. Ja, ich möchte sicherstellen, dass wir uns respektvoll verhalten und die Kultur respektieren. Das ist wirklich schön. Es zeigt, dass du aufgeschlossen und interessiert an neuen Erfahrungen bist. Das ist wirklich schön. Es zeigt, dass du aufgeschlossen und interessiert an neuen Erfahrungen bist. Mit dir als Reisepartnerin kann ich nichts falsch machen. Du bist so gut vorbereitet. Mit dir als Reisepartnerin kann ich nichts falsch machen. Du bist so gut vorbereitet. Danke, Paul. Ich schätze deine Unterstützung. Ich freue mich darauf, all diese wunderbaren Erfahrungen mit dir zu teilen. Danke, Paul. Ich schätze deine Unterstützung. Ich freue mich darauf, all diese wunderbaren Erfahrungen mit dir zu teilen.
Ich mich auch, Lisa. Mit dir fühlt sich alles wie ein großes Abenteuer an. Ich mich auch, Lisa. Mit dir fühlt sich alles wie ein großes Abenteuer an. Lass uns sicherstellen, dass es eine unvergessliche Reise wird. Lass uns sicherstellen, dass es eine unvergessliche Reise wird. Auf eine unvergessliche Reise nach Rom. Ja, es wird großartig. Die Situation. Sie möchten gerne zusammen einen Sprachkurs machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Welchen Kurs? Wie und wo finden? Wie oft pro Woche? Die Kosten? Wie lange machen? Weitere Ideen. Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Sophie. Wie geht es dir heute? Hallo Gabriel. Mir geht es gut, danke, und dir? Auch gut, danke. Ich habe darüber nachgedacht, Deutsch zu lernen, und dachte, es wäre toll, wenn wir das gemeinsam machen könnten. Wie findest du das? Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich habe schon immer davon geträumt, eine neue Sprache zu lernen. Fantastisch. Lass uns darüber sprechen, wie wir das angehen wollen. Natürlich, das klingt gut. Zuerst sollten wir uns überlegen, welchen Kurs wir wählen möchten. Da stimme ich zu. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ein Intensivkurs oder ein Online-Kurs. Da stimme ich zu. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ein Intensivkurs oder ein Online-Kurs. Ich denke, ein Online-Kurs wäre praktisch, da wir unsere eigenen Lernzeiten festlegen können. Ich denke, ein Online-Kurs wäre praktisch, da wir unsere eigenen Lernzeiten festlegen können. Da hast du recht. Dann könnten wir uns nach seriösen Online-Sprachkursen umsehen. Da hast du recht. Dann könnten wir uns nach seriösen Online-Sprachkursen umsehen. Ja, wir sollten sicherstellen, dass der Kurs von qualifizierten Lehrern angeboten wird. Ja, wir sollten sicherstellen, dass der Kurs von qualifizierten Lehrern angeboten wird. Absolut. Qualität ist wichtig. Und wie oft sollten wir am Kurs teilnehmen? Absolut. Qualität ist wichtig. Und wie oft sollten wir am Kurs teilnehmen? Ich denke, 2 bis 3 Mal in der Woche ist realistisch. So haben wir Zeit für Hausaufgaben und Übungen. Ich denke, 2 bis 3 Mal in der Woche ist realistisch. So haben wir Zeit für Hausaufgaben und Übungen. Was denkst du? Passt gut für mich. Dann sollten wir uns einen Zeitplan erstellen, um sicherzustellen, dass wir dem Kurs regelmäßig folgen. Passt gut für mich. Dann sollten wir uns einen Zeitplan erstellen, um sicherzustellen, dass wir dem Kurs regelmäßig folgen. Auf jeden Fall. Ein regelmäßiger Lernplan hilft uns, am Ball zu bleiben. Auf jeden Fall. Ein regelmäßiger Lernplan hilft uns, am Ball zu bleiben. Ja, genau. Und wie lange sollten wir den Kurs machen? Ja, genau. Und wie lange sollten wir den Kurs machen? Wir könnten mit einem 3-monatigen Kurs beginnen und sehen, wie es läuft. Wir könnten mit einem 3-monatigen Kurs beginnen und sehen, wie es läuft.
Was hältst du davon? Das klingt vernünftig. Wenn wir Fortschritte machen, könnten wir ihn verlängern. Das klingt vernünftig. Wenn wir Fortschritte machen, könnten wir ihn verlängern. Ja, und wenn wir es zeitlich nicht schaffen, könnten wir uns nach Abschluss des Kurses immer noch Zeit nehmen. Ja, und wenn wir es zeitlich nicht schaffen, könnten wir uns nach Abschluss des Kurses immer noch Zeit nehmen. Richtig. Wir sollten uns nicht zu sehr stressen. Aber welche Ressourcen benötigen wir? Richtig. Wir sollten uns nicht zu sehr stressen. Aber welche Ressourcen benötigen wir? Ein Computer und eine zuverlässige Internetverbindung sind entscheidend für den Online-Kurs. Ein Computer und eine zuverlässige Internetverbindung sind entscheidend für den Online-Kurs. Verstehe. Wir sollten auch sicherstellen, dass unsere Lernmaterialien aktuell sind. Verstehe. Wir sollten auch sicherstellen, dass unsere Lernmaterialien aktuell sind. Ja, vielleicht könnten wir auch Lern-Apps und Wörterbücher nutzen, um unseren Wortschatz zu erweitern. Ja, vielleicht könnten wir auch Lern-Apps und Wörterbücher nutzen, um unseren Wortschatz zu erweitern. Und ich habe gehört, es gibt einen großartigen YouTube-Kanal namens Deutsch lernen mit Dialogen. Und ich habe gehört, es gibt einen großartigen YouTube-Kanal namens Deutsch lernen mit Dialogen. Vielleicht könnten wir ihn uns ebenfalls ansehen. Vielleicht könnten wir ihn uns ebenfalls ansehen. Ja, den kenne ich auch, das ist eine gute Ergänzung. Ja, den kenne ich auch, das ist eine gute Ergänzung. Wir könnten auch Hörübungen und Podcasts verwenden, um unser Hörverständnis zu verbessern. Wir könnten auch Hörübungen und Podcasts verwenden, um unser Hörverständnis zu verbessern. Ausgezeichnet. Je mehr Ressourcen wir nutzen, desto besser werden wir in Deutsch. Ausgezeichnet. Je mehr Ressourcen wir nutzen, desto besser werden wir in Deutsch. Das stimmt. Was ist mit Kosten? Wie viel sollten wir für den Kurs und Materialien ausgeben? Das stimmt. Was ist mit Kosten? Wie viel sollten wir für den Kurs und Materialien ausgeben? Wir sollten uns ein Budget setzen. Kurse variieren stark im Preis, und wir müssen auch Materialien kaufen. Wir sollten uns ein Budget setzen. Kurse variieren stark im Preis, und wir müssen auch Materialien kaufen. Das ist wahr. Es ist wichtig, unsere Ausgaben im Blick zu behalten. Das ist wahr. Es ist wichtig, unsere Ausgaben im Blick zu behalten. Und vielleicht könnten wir uns nach Rabatten oder Sonderangeboten umsehen, um Geld zu sparen. Und vielleicht könnten wir uns nach Rabatten oder Sonderangeboten umsehen, um Geld zu sparen. Das ist eine kluge Idee. Jeder gesparte Euro zählt. Wie organisieren wir unser Lernen? Das ist eine kluge Idee. Jeder gesparte Euro zählt. Wie organisieren wir unser Lernen? Wir könnten einen gemeinsamen Lernbereich einrichten, in dem wir ungestört sind. Wir könnten einen gemeinsamen Lernbereich einrichten, in dem wir ungestört sind. Ja, so machen wir das. Und wie oft sollten wir uns treffen, um gemeinsam zu lernen? Ja, so machen wir das. Und wie oft sollten wir uns treffen, um gemeinsam zu lernen? Wir könnten uns einmal pro Woche treffen,
um unseren Fortschritt zu besprechen und Fragen zu klären. Wir könnten uns einmal pro Woche treffen, um unseren Fortschritt zu besprechen und Fragen zu klären. Wie findest du das? Das ist sinnvoll. Und zwischen den Treffen könnten wir uns gegenseitig per Nachrichten motivieren. Das ist sinnvoll. Und zwischen den Treffen könnten wir uns gegenseitig per Nachrichten motivieren. Das ist ein guter Vorschlag. Eine starke gegenseitige Unterstützung wird uns beim Lernen helfen. Das ist ein guter Vorschlag. Eine starke gegenseitige Unterstützung wird uns beim Lernen helfen. Absolut. Wir sollten auch daran denken, dass Fehler beim Lernen normal sind. Absolut. Wir sollten auch daran denken, dass Fehler beim Lernen normal sind. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sollten nicht entmutigt sein, wenn wir Fehler machen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sollten nicht entmutigt sein, wenn wir Fehler machen. Genau. Fehler sind ein Teil des Lernprozesses. Wie setzen wir unsere Ziele? Genau. Fehler sind ein Teil des Lernprozesses. Wie setzen wir unsere Ziele? Wir könnten uns realistische Ziele setzen, wie zum Beispiel einfache Gespräche führen zu können. Wir könnten uns realistische Ziele setzen, wie zum Beispiel einfache Gespräche führen zu können. Das ist ein gutes Ziel. Wir könnten auch Zwischenziele festlegen, um unseren Fortschritt zu überwachen. Das ist ein gutes Ziel. Wir könnten auch Zwischenziele festlegen, um unseren Fortschritt zu überwachen. Ja, das hilft uns, motiviert zu bleiben und unsere Fortschritte zu erkennen. Ja, das hilft uns, motiviert zu bleiben und unsere Fortschritte zu erkennen. Und wie werden wir uns gegenseitig motivieren, wenn wir uns mal motiviert fühlen? Und wie werden wir uns gegenseitig motivieren, wenn wir uns mal motiviert fühlen? Wir könnten uns gegenseitig ermutigen und an unsere Ziele erinnern. Gemeinsam macht das Lernen mehr Spaß. Wir könnten uns gegenseitig ermutigen und an unsere Ziele erinnern. Gemeinsam macht das Lernen mehr Spaß. Gute Idee. Ein positiver Ansatz wird uns helfen, durchzuhalten. Gute Idee. Ein positiver Ansatz wird uns helfen, durchzuhalten. Dann lasst uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen. Dann lasst uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen. Ja, ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Die Situation. Sie möchten gerne nächste Woche gemeinsam ins Museum gehen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Welches Museum? Wann? Tickets? Was sehen? Wie lange? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Lisa. Wie geht es dir? Hallo Klaus, mir geht es gut, danke, und dir? Mir geht's auch gut, danke. Ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, nächste Woche das Museum zu besuchen? Ja, gerne. Ich liebe es, ins Museum zu gehen. Welches Museum möchtest du besuchen? Ich dachte an das Kunstmuseum in der Innenstadt. Dort gibt es eine neue Ausstellung.
Was denkst du? Das hört sich spannend an. Welche Art von Kunst wird in der Ausstellung gezeigt? Es ist eine zeitgenössische Kunstausstellung. Es gibt Gemälde, Skulpturen und Fotografien. Interessant. Wann möchtest du gehen? Wie wäre es mit nächstem Samstag? Da haben wir genug Zeit, uns alles anzusehen. Samstag ist gut für mich. Um wie viel Uhr sollten wir uns treffen? Wie wäre es, wenn wir uns um 10 Uhr morgens treffen? Das passt perfekt. Dann haben wir den ganzen Tag, um die Kunst zu genießen. Das passt perfekt. Dann haben wir den ganzen Tag, um die Kunst zu genießen. Genau. Ich freue mich schon darauf. Jetzt sollten wir über die Tickets sprechen. Wie viel kostet der Eintritt? Genau. Ich freue mich schon darauf. Jetzt sollten wir über die Tickets sprechen. Wie viel kostet der Eintritt? Ich glaube, der reguläre Eintrittspreis beträgt 10 Euro. Aber vielleicht gibt es Ermäßigungen für Studenten. Ich glaube, der reguläre Eintrittspreis beträgt 10 Euro. Aber vielleicht gibt es Ermäßigungen für Studenten. Verstehe. Ich bin Student, also sollten wir nach Ermäßigungen fragen. Verstehe. Ich bin Student, also sollten wir nach Ermäßigungen fragen. Ja, wir könnten uns vor Ort erkundigen oder die Webseite des Museums besuchen. Ja, wir könnten uns vor Ort erkundigen oder die Webseite des Museums besuchen. Gute Idee. Wir sollten uns auch über die Anfahrt dorthin unterhalten. Wie möchten wir zum Museum gelangen? Gute Idee. Wir sollten uns auch über die Anfahrt dorthin unterhalten. Wie möchten wir zum Museum gelangen? Wir könnten die U-Bahn nehmen. Die Station ist in der Nähe des Museums. Wir könnten die U-Bahn nehmen. Die Station ist in der Nähe des Museums. Das ist praktisch. Welche U-Bahn-Linie nehmen wir denn? Das ist praktisch. Welche U-Bahn-Linie nehmen wir denn? Wir könnten die U-Bahn-Linie 2 nehmen. Sie fährt direkt zum Museum. Wir könnten die U-Bahn-Linie 2 nehmen. Sie fährt direkt zum Museum. Super. Wir sollten uns überlegen, welches U-Bahn-Ticket wir brauchen. Super. Wir sollten uns überlegen, welches U-Bahn-Ticket wir brauchen. Hast du da eine Idee? Ja, wir könnten ein Tagesticket kaufen, damit wir den ganzen Tag fahren können. Ja, wir könnten ein Tagesticket kaufen, damit wir den ganzen Tag fahren können. Wie findest du das? Das ist vernünftig. Jetzt sollten wir überlegen, was wir noch im Museum sehen möchten. Das ist vernünftig. Jetzt sollten wir überlegen, was wir noch im Museum sehen möchten. Auf jeden Fall möchte ich die Gemälde der berühmten Künstler sehen. Auf jeden Fall möchte ich die Gemälde der berühmten Künstler sehen. Ich auch. Und vielleicht könnten wir uns eine Führung buchen, um mehr über die Kunstwerke zu erfahren. Ich auch. Und vielleicht könnten wir uns eine Führung buchen, um mehr über die Kunstwerke zu erfahren. Was sagst du dazu? Das ist ein guter Vorschlag. Eine Führung würde unser Museumserlebnis bereichern. Das ist ein guter Vorschlag. Eine Führung würde unser Museumserlebnis bereichern. Gut.
Müssen wir eigentlich unser Mittagessen mitnehmen? Gut. Müssen wir eigentlich unser Mittagessen mitnehmen? Im Museum gibt es oft ein Café oder ein Restaurant. Wir könnten dort essen. Im Museum gibt es oft ein Café oder ein Restaurant. Wir könnten dort essen. Ist das okay für dich? Ja, aber wir könnten trotzdem ein paar Snacks mitnehmen, falls wir zwischendurch Hunger haben. Ja, aber wir könnten trotzdem ein paar Snacks mitnehmen, falls wir zwischendurch Hunger haben. Was hältst du davon? Ja, das ist in Ordnung. Ein paar Snacks und Wasser sollten ausreichen. Ja, das ist in Ordnung. Ein paar Snacks und Wasser sollten ausreichen. Sehr gut. Wie lange möchten wir im Museum bleiben? Sehr gut. Wie lange möchten wir im Museum bleiben? Ich denke, wir könnten den ganzen Tag dort verbringen, um alles in Ruhe anzusehen. Ich denke, wir könnten den ganzen Tag dort verbringen, um alles in Ruhe anzusehen. Was denkst du? Das hört sich nach einem tollen Plan an. Dann sollten wir uns auch überlegen, was wir danach machen möchten. Das hört sich nach einem tollen Plan an. Dann sollten wir uns auch überlegen, was wir danach machen möchten. Wie wäre es, wenn wir nach dem Museum noch einen Spaziergang in der Innenstadt machen? Wie wäre es, wenn wir nach dem Museum noch einen Spaziergang in der Innenstadt machen? Das ist eine gute Idee. Die Innenstadt ist lebhaft, und es gibt viel zu entdecken. Das ist eine gute Idee. Die Innenstadt ist lebhaft, und es gibt viel zu entdecken. Absolut. Und um wie viel Uhr möchten wir zurückfahren? Absolut. Und um wie viel Uhr möchten wir zurückfahren? Wir könnten flexibel sein. Je nachdem, wie lange wir in der Innenstadt bleiben möchten. Wir könnten flexibel sein. Je nachdem, wie lange wir in der Innenstadt bleiben möchten. Wir könnten die U-Bahn nehmen, wann immer es für uns passt. Wir könnten die U-Bahn nehmen, wann immer es für uns passt. Genau. Wir sollten uns auch über die Kleiderordnung informieren. Genau. Wir sollten uns auch über die Kleiderordnung informieren. Ja, stimmt. Einige Museen haben bestimmte Kleidervorschriften. Wir sollten uns darauf vorbereiten. Ja, stimmt. Einige Museen haben bestimmte Kleidervorschriften. Wir sollten uns darauf vorbereiten. Ja, vielleicht sollten wir bequeme Schuhe tragen, da wir den ganzen Tag unterwegs sein werden. Ja, vielleicht sollten wir bequeme Schuhe tragen, da wir den ganzen Tag unterwegs sein werden. Ich stimme dir zu. Bequeme Schuhe sind wichtig, um die Kunst in Ruhe zu genießen. Ich stimme dir zu. Bequeme Schuhe sind wichtig, um die Kunst in Ruhe zu genießen. Und vielleicht könnten wir einen Stadtplan mitnehmen, um uns besser zurechtzufinden. Und vielleicht könnten wir einen Stadtplan mitnehmen, um uns besser zurechtzufinden. Tolle Sache. Ein Stadtplan ist immer hilfreich, um nicht die Orientierung zu verlieren. Tolle Sache. Ein Stadtplan ist immer hilfreich, um nicht die Orientierung zu verlieren. Wir sollten auch daran denken, unsere Handys aufzuladen und genügend Speicherplatz für Fotos zu haben. Wir sollten auch daran denken,
unsere Handys aufzuladen und genügend Speicherplatz für Fotos zu haben. Definitiv. Wir möchten Erinnerungen an unseren Besuch festhalten. Definitiv. Wir möchten Erinnerungen an unseren Besuch festhalten. Ich freue mich schon auf unseren Museumsbesuch. Ich freue mich schon auf unseren Museumsbesuch. Ich auch, es wird sicherlich ein tolles Erlebnis. Ich auch, es wird sicherlich ein tolles Erlebnis. Auf einen aufregenden Tag, im Museum und in der Innenstadt. Auf einen aufregenden Tag, im Museum und in der Innenstadt. Die Situation. Sie wollen gerne zusammen eine Radtour machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Wohin fahren? Wann? Wie lange? Was mitnehmen? Trinken, Snacks? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Emma. Wie geht es dir? Alles klar bei dir? Hallo Tom. Mir geht es gut, danke, und dir? Auch gut, danke. Wie war dein Tag heute? Mein Tag war ziemlich gut. Du, ich habe eine tolle Idee. Was hältst du davon, wenn wir zusammen eine Radtour machen? Ja, das klingt fantastisch. Ich liebe es, Rad zu fahren und die Natur zu erkunden. Wohin möchtest du denn fahren? Wie wäre es mit einer Tour entlang des Flusses? Es gibt dort schöne Radwege und viel Grün. Das hört sich großartig an. Ich bin dabei. Wie lange sollen wir unterwegs sein? Ich dachte an einen Tagesausflug. Wir könnten morgens starten und am Nachmittag zurück sein. Passt das für dich? Ja, das passt gut für mich. So haben wir genug Zeit, die Tour zu genießen und uns nicht zu hetzen. Genau. Und falls wir müde werden, können wir unterwegs eine Pause machen. Gute Idee. Ich werde mir eine Karte der Strecke besorgen, damit wir uns besser orientieren können. Super, danke dafür. Mit einer Karte finden wir leichter zu den interessanten Orten. Gerne. Ich freue mich schon darauf, die Umgebung mit dem Fahrrad zu erkunden. Gerne. Ich freue mich schon darauf, die Umgebung mit dem Fahrrad zu erkunden. Ich auch. Es wird sicherlich eine aufregende Tour. Ich auch. Es wird sicherlich eine aufregende Tour. Auf jeden Fall. Gibt es bestimmte Dinge, die wir auf der Radtour mitnehmen sollten? Auf jeden Fall. Gibt es bestimmte Dinge, die wir auf der Radtour mitnehmen sollten? Ja, wir sollten Wasserflaschen mitnehmen, um uns hydratisiert zu halten. Ja, wir sollten Wasserflaschen mitnehmen, um uns hydratisiert zu halten. Stimmt. Und vielleicht könnten wir auch ein paar Snacks einpacken für den Energieschub unterwegs. Stimmt. Und vielleicht könnten wir auch ein paar Snacks einpacken für den Energieschub unterwegs. Was denkst du? Einverstanden. Ich könnte ein paar Müsli-Riegel mitbringen. Einverstanden. Ich könnte ein paar Müsli-Riegel mitbringen. Und ich werde einige Früchte mitnehmen.
Dann haben wir gesunde Snacks für die Tour. Und ich werde einige Früchte mitnehmen. Dann haben wir gesunde Snacks für die Tour. Perfekt. So können wir auch länger fahren, ohne hungrig zu werden. Perfekt. So können wir auch länger fahren, ohne hungrig zu werden. Ja, und wir sollten uns mit Sonnenschutzmittel eincremen, um uns vor der Sonne zu schützen. Ja, und wir sollten uns mit Sonnenschutzmittel eincremen, um uns vor der Sonne zu schützen. Ja, das ist wichtig. Eine Sonnenbrille und eine Kappe wären auch nützlich. Ja, das ist wichtig. Eine Sonnenbrille und eine Kappe wären auch nützlich. Ich stimme dir zu. Ich werde sicherstellen, dass ich meine Sonnenbrille dabei habe. Ich stimme dir zu. Ich werde sicherstellen, dass ich meine Sonnenbrille dabei habe. Und falls das Wetter umschlägt, sollten wir Regenjacken einpacken. Und falls das Wetter umschlägt, sollten wir Regenjacken einpacken. Ja, da hast du recht. Wir wollen nicht nass werden, wenn es plötzlich regnet. Ja, da hast du recht. Wir wollen nicht nass werden, wenn es plötzlich regnet. Du denkst wirklich an alles, Tom. Ich bin dankbar, dass du mitplanst. Du denkst wirklich an alles, Tom. Ich bin dankbar, dass du mitplanst. Das mache ich gerne, Emma. Es macht Spaß, Dinge zu organisieren und vorzubereiten. Das mache ich gerne, Emma. Es macht Spaß, Dinge zu organisieren und vorzubereiten. Mit dir an meiner Seite fühle ich mich sicher und gut vorbereitet. Mit dir an meiner Seite fühle ich mich sicher und gut vorbereitet. Danke, Emma. Es ist schön zu wissen, dass ich dir bei der Planung helfen kann. Danke, Emma. Es ist schön zu wissen, dass ich dir bei der Planung helfen kann. Wir sollten uns auch über die Route Gedanken machen. Welche Orte möchten wir noch besuchen? Wir sollten uns auch über die Route Gedanken machen. Welche Orte möchten wir noch besuchen? Ich möchte an einem schönen Aussichtspunkt anhalten, um die Landschaft zu genießen. Ich möchte an einem schönen Aussichtspunkt anhalten, um die Landschaft zu genießen. Okay, ich habe von einem alten Schloss gehört, das wir besichtigen könnten. Okay, ich habe von einem alten Schloss gehört, das wir besichtigen könnten. Oh ja, das klingt nach einem aufregenden Zwischenstopp. Oh ja, das klingt nach einem aufregenden Zwischenstopp. Und vielleicht könnten wir auch an einem gemütlichen Café anhalten und eine kleine Pause machen. Und vielleicht könnten wir auch an einem gemütlichen Café anhalten und eine kleine Pause machen. Das wäre schön. So können wir uns erfrischen und eine Tasse Kaffee trinken. Das wäre schön. So können wir uns erfrischen und eine Tasse Kaffee trinken. Und denk daran, dass wir auf Radwege achten sollten, um sicher zu fahren. Und denk daran, dass wir auf Radwege achten sollten, um sicher zu fahren. Ja, Sicherheit geht vor. Wir sollten uns über die Verkehrsregeln informieren. Ja, Sicherheit geht vor. Wir sollten uns über die Verkehrsregeln informieren. Das ist ein guter Vorschlag. Ich werde mich darüber erkundigen, um auf Nummer sicher zu gehen. Das ist ein guter Vorschlag. Ich werde mich darüber erkundigen, um auf Nummer sicher zu gehen. Du bist ein verantwortungsbewusster Radfahrer, Tom.
Ich schätze das sehr. Du bist ein verantwortungsbewusster Radfahrer, Tom. Ich schätze das sehr. Danke, Emma. Ich möchte, dass unsere Radtour sicher und angenehm wird. Danke, Emma. Ich möchte, dass unsere Radtour sicher und angenehm wird. Das ist wirklich schön. Es zeigt, dass du auf uns beide achtest. Das ist wirklich schön. Es zeigt, dass du auf uns beide achtest. Wir sind ein Team, Emma. Zusammen werden wir eine tolle Zeit haben. Wir sind ein Team, Emma. Zusammen werden wir eine tolle Zeit haben. Ich fühle genauso, Tom. Ich bin dankbar, dass wir diese Radtour gemeinsam machen. Ich fühle genauso, Tom. Ich bin dankbar, dass wir diese Radtour gemeinsam machen. Wir sollten auch unsere Fahrräder vor der Tour überprüfen, um sicherzugehen, dass sie in gutem Zustand sind. Wir sollten auch unsere Fahrräder vor der Tour überprüfen, um sicherzugehen, dass sie in gutem Zustand sind. Ja, auf jeden Fall. Ich werde meine Reifen aufpumpen und die Bremsen überprüfen. Ja, auf jeden Fall. Ich werde meine Reifen aufpumpen und die Bremsen überprüfen. Und wir sollten auch unsere Handys vollständig aufladen, damit wir uns nicht verlaufen. Und wir sollten auch unsere Handys vollständig aufladen, damit wir uns nicht verlaufen. Ja, GPS ist eine gute Möglichkeit, um den Weg zurückzufinden, falls wir uns verirren. Ja, GPS ist eine gute Möglichkeit, um den Weg zurückzufinden, falls wir uns verirren. Ich werde mir auch eine Powerbank mitnehmen, nur für den Fall. Ich werde mir auch eine Powerbank mitnehmen, nur für den Fall. Gute Idee. Dann haben wir genug Akku für den ganzen Tag. Gute Idee. Dann haben wir genug Akku für den ganzen Tag. Ja, ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Die Situation. Sie möchten gerne gemeinsam einen Tag in die Natur fahren und dort Zeit verbringen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann? Wohin? Wie fahren? Mit dem Zug oder mit dem Auto? Was machen? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Lieber Michael, schön dich wiederzusehen. Wie geht es dir? Liebe Susanne, es freut mich auch sehr, dich wiederzusehen. Bei mir ist alles bestens. Wie war dein Wochenende? Hattest du eine gute Zeit auf der Geburtstagsfeier meines Bruders? Wie war dein Wochenende? Hattest du eine gute Zeit auf der Geburtstagsfeier meines Bruders? Ja, ich hatte wirklich eine tolle Zeit. Es war ein schöner Abend, und ich habe viele nette Leute kennengelernt. Ja, ich hatte wirklich eine tolle Zeit. Es war ein schöner Abend, und ich habe viele nette Leute kennengelernt. Das freut mich zu hören. Was hast du denn am Wochenende sonst noch so gemacht? Was hast du denn am Wochenende sonst noch so gemacht? Am Sonntag habe ich mich mit meiner Familie getroffen. Es war wirklich schön. Am Sonntag habe ich mich mit meiner Familie getroffen. Es war wirklich schön. Oh, das klingt toll. Wie geht es deiner Schwester,
Und deinen Neffen und Nichten? Oh, das klingt toll. Wie geht es deiner Schwester und deinen Neffen und Nichten? Es geht ihnen gut, danke. Meine Schwester ist etwas gestresst, weil sie momentan viel um die Ohren hat, aber es ist nichts Ernstes. Es geht ihnen gut, danke. Meine Schwester ist etwas gestresst, weil sie momentan viel um die Ohren hat, aber es ist nichts Ernstes. Das ist schön. Ich habe auch ein paar Neffen und Nichten, und es ist immer toll, Zeit mit ihnen zu verbringen. Ich habe auch ein paar Neffen und Nichten, und es ist immer toll, Zeit mit ihnen zu verbringen. Ja, das stimmt. Ich denke, Familie ist das Wichtigste im Leben. Ja, das stimmt. Ich denke, Familie ist das Wichtigste im Leben. Da hast du absolut recht. Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern? Habt ihr ein gutes Verhältnis zueinander? Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern? Habt ihr ein gutes Verhältnis zueinander? Ja, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Ja, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Das ist schön zu hören. Michael, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir gemeinsam was Schönes machen. Das ist schön zu hören. Michael, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir gemeinsam was Schönes machen. Ja, das glaube ich auch. Aber was könnten wir machen? Ja, das glaube ich auch. Aber was könnten wir machen? Hast du Lust und Zeit, gemeinsam mit mir einen Tag in die Natur zu fahren und dort Zeit zu verbringen? Hast du Lust und Zeit, gemeinsam mit mir einen Tag in die Natur zu fahren und dort Zeit zu verbringen? Ja, das wäre wunderbar. Ich war schon lange nicht mehr einen ganzen Tag draußen, vor lauter Arbeit hier, in der Stadt. Ich war schon lange nicht mehr einen ganzen Tag draußen, vor lauter Arbeit hier, in der Stadt. Ja, ich eben auch nicht, und darum ist mir das eingefallen. Hast du dieses Wochenende Zeit? Ja, ich eben auch nicht, und darum ist mir das eingefallen. Hast du dieses Wochenende Zeit? Ja, diesen Samstag ging es sehr gut. Ist das bei dir auch möglich? Ja, diesen Samstag ging es sehr gut. Ist das bei dir auch möglich? Ja, das passt optimal. Hast du Wünsche oder Ideen, was wir machen könnten? Ja, das passt optimal. Hast du Wünsche oder Ideen, was wir machen könnten? Ja, ich würde liebend gerne mal wieder zu einem schönen See fahren und dort etwas spazieren. Ja, ich würde liebend gerne mal wieder zu einem schönen See fahren und dort etwas spazieren. Das klingt großartig. Aber wir haben kein Auto. Das klingt großartig. Aber wir haben kein Auto. Ja, das stimmt. Ich denke, wir können mit dem Zug fahren. Ja, das stimmt. Ich denke, wir können mit dem Zug fahren. Wie findest du das? Oh ja genau, daran habe ich gar nicht gedacht. Dann fahren wir mit dem Zug nach Oberösterreich ins Salzkammergut. Da gibt es viele Seen. Oh ja genau, daran habe ich gar nicht gedacht. Dann fahren wir mit dem Zug nach Oberösterreich ins Salzkammergut. Da gibt es viele Seen.
Ja, und von der Zugstation können wir gleich etwas dorthin wandern und vielleicht dann am See Boot fahren oder picknicken. Ja, und von der Zugstation können wir gleich etwas dorthin wandern und vielleicht dann am See Boot fahren oder picknicken. Was denkst du? Das hört sich ja wie Urlaub an. Ich freue mich jetzt schon riesig darauf. Das hört sich ja wie Urlaub an. Ich freue mich jetzt schon riesig darauf. Also, dann reserviere ich die Zugtickets für Samstag früh und später Nachmittag wieder zurück. Also, dann reserviere ich die Zugtickets für Samstag früh und später Nachmittag wieder zurück. Könntest du das Essen für das Picknick besorgen? Könntest du das Essen für das Picknick besorgen? Sehr gerne, kein Problem. Dann rechnen wir danach ab, wie viel jeder ausgegeben hat. Sehr gerne, kein Problem. Dann rechnen wir danach ab, wie viel jeder ausgegeben hat. Ja, so machen wir es. Sag mal, hast du auch eine Picknickdecke dabei? Ja, so machen wir es. Sag mal, hast du auch eine Picknickdecke dabei? Nein, leider, aber ich glaube meine Nachbarin. Ich habe sie damit schon mal im Park gesehen. Nein, leider, aber ich glaube meine Nachbarin. Ich habe sie damit schon mal im Park gesehen. Ich werde sie fragen. Wir helfen uns immer gegenseitig. Ich werde sie fragen. Wir helfen uns immer gegenseitig. Das finde ich aber toll, dass man so ein gutes Nachbarschaftsverhältnis hat. Das finde ich aber toll, dass man so ein gutes Nachbarschaftsverhältnis hat. Ja, das stimmt. Darüber freue ich mich immer. Ja, das stimmt. Darüber freue ich mich immer. Also, dann sehen wir uns am Samstag am Bahnhof. Ich schreibe dir noch die genaue Abfahrtszeit. Also, dann sehen wir uns am Samstag am Bahnhof. Ich schreibe dir noch die genaue Abfahrtszeit. Ist das okay für dich? Ja, perfekt. Wir sollten aber vielleicht gleich entscheiden, zu welchem See wir fahren. Dann kannst du den Zug gleich richtig raussuchen. Ja, perfekt. Wir sollten aber vielleicht gleich entscheiden, zu welchem See wir fahren. Dann kannst du den Zug gleich richtig raussuchen. Sicher. Ich habe an den Traunsee gedacht. Sicher. Ich habe an den Traunsee gedacht. Weil nach Gmunden ein Zug geht, und das liegt direkt am Traunsee. Da ist es wirklich wunderschön. Weil nach Gmunden ein Zug geht, und das liegt direkt am Traunsee. Da ist es wirklich wunderschön. Was hältst du davon? Okay, dann machen wir das. Ich war noch nie dort. Also, wird das für mich etwas ganz Besonderes. Okay, dann machen wir das. Ich war noch nie dort. Also, wird das für mich etwas ganz Besonderes. Ja, bestimmt. Also dann bis Samstag. Ja, bestimmt. Also dann bis Samstag. Bis Samstag. Mach es gut. Bis Samstag. Mach es gut.